Nachdem ich die gewünschte Maschenanzahl dann gehäkelt habe, teilbar durch 10 plus eine mehr, häkel ich 5 Luftmaschen, 3 für ein Stäbchen, 2 zur Überbrückung und steche in die dritte Masche ab Nadel ein und häkel dort eine feste Masche. 5 Luftmaschen, und in die fünfte Masche eine feste Masche. Also hier quasi ein halbes und jetzt kommen die ganzen. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4 und in die fünfte eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4 und in die fünfte eine feste Masche. 2, 4, 5, eine feste Masche. 2, 4, 5, eine feste Masche. So, am Ende müsstet ihr, so wie am Anfang, noch ein paar Maschen über haben. Dann häkeln wir nur 2 Luftmaschen und machen am Ende in die letzte Masche unser Stäbchen hinein. Also so wie am Anfang, von der dritten Masche in die letzte dann ein Stäbchen. So haben wir dann auch hier die Höhe von 3 und zur Überbrückung 2. Und das war Reihe 1. Reihe 2. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen für ein Stäbchen und nochmal eine Masche mehr. Danach machen wir einen Umschlag und häkeln in das erste kleine Löckchen 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und in den ersten großen Bogen in die mittlere Masche, ihr könnt einstechen oder um den Bogen herum, eine feste Masche. 2 Luftmaschen und um den nächsten Bogen 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen, um den nächsten Bogen eine feste Masche oder in die mittlere Masche die feste Masche häkeln. Das könnt ihr machen, wie ihr meint. 2 Luftmaschen und in den nächsten Bogen wieder 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Alles in den gleichen Bogen. Zwei Luftmaschen. In den nächsten Bogen eine feste Masche, 2 Luftmaschen und in den kleinen Bogen am Ende 3 Stäbchen, so wie am Anfang dann eine Luftmasche und ein Stäbchen seitlich in die Masche stechen, so dass wir einen schönen geraden Abschluss haben. Das war Reihe 2. Wir zur Runde 3. Wir beginnen mit einer Luftmasche, wenden und stechen direkt in die erste Masche ein und häkeln dort eine feste Masche. Dann machen wir 2 Luftmaschen, einen Umschlag und häkeln in jedes der 3 Stäbchen
ein Stäbchen hinein. Danach einen Umschlag rüber in die nächsten 3 Stäbchen und auch dort in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Achtet dabei darauf, dass ihr hier jetzt bei den ersten Stäbchen, wenn ihr rüber geht, die Luftmasche nicht allzu groß zieht. Damit ihr auch hier einen schönen Übergang habt. 2 Luftmaschen und um den Luftmaschenbogen zwischen den Stäbchen eine feste Masche. 2 Luftmaschen und dann wieder über jedes der 3 Stäbchen ein Stäbchen. Rüber zu den nächsten Stäbchen. Auch wieder darauf achten, dass ihr die Masche da nicht allzu groß zieht. Zwei Luftmaschen und um die Kette herum eine feste Masche. 2 Luftmaschen und wieder über jedes Stäbchen ein Stäbchen. Rüber zu den nächsten Stäbchen. Wieder darauf achten, dass ihr die Masche nicht zu groß zieht. Über jedes Stäbchen ein Stäbchen. Und so wie am Anfang dann mit 2 Luftmaschen und einer festen Masche in die zweite Masche von unten gezählt die Reihe abschließen. Das war Reihe 3. Reihe 4 ist wieder recht einfach. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen für ein Stäbchen und nochmal 2 Luftmaschen zur Überbrückung. Danach gehen wir in das erste Stäbchen hinein und häkeln dort eine feste Masche. 5 Luftmaschen und in das letzte Stäbchen auf der anderen Seite eine feste Masche. 5 Luftmaschen und in das erste Stäbchen der nächsten Stäbchengruppe eine feste Masche. 5 Luftmaschen. Rüber zur nächsten Gruppe, in das letzte Stäbchen eine feste Masche. 5 Luftmaschen. Rüber zur nächsten Gruppe, ins erste Stäbchen eine feste Masche. 5 Luftmaschen. Rüber zur nächsten Gruppe, ins letzte Stäbchen eine feste Masche. Am Ende der Reihe 2 Luftmaschen und in der festen Masche mit einem Stäbchen die Runde bzw. Reihe beenden. Und so sollte es dann aussehen. Hier führen jetzt immer die Stäbchen, wie ihr seht, so zusammen. Und die feste Masche kommt immer hier am Anfang in das erste Stäbchen, weil ihr müsst euch vorstellen, hier fehlt ja die Hälfte. Ansonsten habt ihr immer hier die Grüppchen und der Bogen liegt innen von der Gruppe. Auch hier innen und hier wieder außen, weil es ja das innere Stäbchen ist von der Hälfte, die fehlt. Ja, also hier innen, das ist die Gruppe, hier innen, das ist die Gruppe, hier außen, daher hier und hier die Hälfte fehlt. Ganz einfach. Kommen wir zur Reihe 5. Wir beginnen mit einer Luftmasche, wenden und in die erste Masche eine feste Masche. 2 Luftmaschen
Und in den ersten großen Bogen 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und nochmal 3 Stäbchen um die Kette herum. Zwei Luftmaschen und um den nächsten Bogen eine feste Masche. Zwei Luftmaschen und in den nächsten Bogen wieder 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und um den Bogen herum eine feste Masche, 2 Luftmaschen und um den nächsten Bogen herum 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Danach wie am Anfang 2 Luftmaschen und in der zweiten Masche von unten gezählt mit einer festen Masche die Reihe beenden. Kommen wir zur Reihe 6. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen für ein Stäbchen und häkeln direkt in jedes der Stäbchen ein Stäbchen hinein. Zwei Luftmaschen und um die Kette herum eine feste Masche. 2 Luftmaschen und wieder über jedes der Stäbchen ein Stäbchen. Danach rüber zu den nächsten Stäbchen und wieder darauf achten, dass ihr das schön zusammenhäkelt, ohne dass die Masche dazwischen so riesig wird. 2 Luftmaschen, um die Kette herum eine feste Masche. 2 Luftmaschen und wieder über jedes der Stäbchen ein Stäbchen. Rüber zu den nächsten Stäbchen, wieder darauf achten, dass das Ganze schön zusammen ist und die Masche nicht allzu groß gezogen. Über jedes Stäbchen ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, um die Kette herum wieder eine feste Masche, 2 Luftmaschen, über jedes Stäbchen ein Stäbchen und am Ende angekommen, wie am Anfang, mit einem Stäbchen die Reihe beenden. Und das ist das eigentliche Muster. Hier führen die Stäbchen zusammen und hier gehen sie auseinander. Als nächstes folgt wieder Reihe 2 bzw. Reihe 1. Die festen Maschen waren ja nur eine Grundreihe aus Ketten. Da häkeln wir dann wieder 5 Luftmaschen, 3 für ein Stäbchen, 2 für das Rüberkommen. Hier haben wir das jetzt allerdings außen und die Kette wird dann immer in den innenliegenden Stäbchen gehäkelt. Also hier und hier, hier und hier, hier und hier.